Also ich bin Jens und was ich auf der New Healing mache, ich verfolge eigentlich eine Spur, die weit vor dem New Healing anfing. Da hieß das Spiritual Healing und da war es einfach eine Veranstaltung mit, sagen wir mal, alternativen Lebensthemen. Und diese ganzen Themen, die hier veranstaltet wurden, sind alles Themen, die mich in meinem ganzen Leben interessiert haben. Und diese Veranstaltung ist so für mich der Inbegriff eines Zusammenkommens, eine Collage aus wichtigen Themen. Wichtig insofern, dass sie die Menschen inspirieren, die Menschen bereichern und den Menschen einen Erfahrungsraum machen, der ihnen gut tut, den sie woanders nicht haben und der für sie anregend, inspirierend, lehrreich sein kann, sein soll. Ja, hier kommen deutlich viele verschiedene, unterschiedliche Lebensansichten zusammen, bilden eine Collage aller Gedanken des Möglichen. Es ist eigentlich genreübergreifend, obwohl so gesehen New Age, Psychedelik, Hippie-Kultur ist ja auch ein Genre. Aber wenn ich mir dann unsere Küche, unsere, sag ich mal, Punk-Küche aus Leipzig so anschaue, dann ist es tatsächlich so, dass man sagen kann, hier kommen viele Genres zusammen und haben eben eine Woche gemeinsame Zeit in einer schönen Landschaft. Kernpunkt meiner Aktivität ist natürlich das Klangzelt, der Gongtempel, weil das Thema Gong, kosmische Oktave, Klangmusik, das hat mich eigentlich in meinem Lebensweg, also das ist das Hauptthema meines Lebens, das ist sozusagen meine Kernkompetenz. Und als ich das Gelände kennenlernte und eben in der Situation war, eine Gong-Meditation nicht richtig durchführen zu können, weil irgendwie das Set und Setting, was es braucht, um eine Meditation schön zu erleben, das war nicht gegeben. Und dann habe ich eben mich für das Set und Setting engagiert. Und weil ja, aber ich habe eine Ader dafür, komplexe Zusammenhänge, das erschließt sich mir leicht. Und die Zusammenhänge von ja, eben verschiedenen Veranstaltungsebenen, dass da eben am Ende eine in sich schlüssige Veranstaltung rauskommt, so, das liegt mir. Und dann hat sich das eben verbunden. Insofern ist eben natürlich das Gongspielen mein Kernanliegen. Aber wenn ich so die letzten Jahre so sehe, dann fühle ich mich eigentlich dem gesamten Festival verbunden und nicht nur einem speziellen Bereich verbunden, obwohl natürlich das Festival ist gewachsen. Es gibt immer mehr Bereiche, was ja perfekt auch ist. Aber auch mit den neuen Bereichen fühle ich mich durchaus verbunden. Also was das New Healing Festival den Menschen geben kann, nun, da muss man sich nur das Kinderdorf, den Kids in Family Space ansehen. Das ist seit Jahr und Tag eigentlich meine größte auch Motivation, mich damit zu beschäftigen. Das kann nämlich auch eine sehr nervenaufreibende Angelegenheit sein, dass man sich fragt, warum sagen wir mal, tut man sich das an, warum setzt man sich dem aus? Denn was auf der einen Seite dann wie eine entspannte Veranstaltung daherkommt, ist ja auch eine Menge Arbeit. Und aber wenn ich dann eben sehe, wie die Kinder sich hier entfalten, wie die Kinder für einen Moment eine Gemeinsamkeit eben erleben, das ist also beeindruckend. Und ich bin immer, jedes Jahr gibt es viele Situationen, wo ich wirklich berührt bin von dem Feedback, was Kinder mir aus sich heraus entgegenbringen. Und das ist der Grund, warum ich das hier gerne mache. Aber was jetzt genau im Speziellen natürlich, was es genau ist, naja, vor allen Dingen eben miteinander. Miteinander sich auch Themen stellen, die vielleicht außerhalb der eigenen Komfortzone so befinden. Es gibt da Menschen, wir haben an die 1000 Workshops. Das ist eine sehr große Zahl und es ist
das Kuratieren der Workshops, dass sich die Workshops jetzt schwerpunktmäßig nicht sagen wir, in der kommerziellen Psychologie aufhalten, auf dem Markt, den Markt darstellen. Natürlich ist alles, wenn jemand etwas berufsmäßig macht, dann ist es natürlich zwangsläufig kommerziell. Aber die Themen, die Menschen, die hier die Themen präsentieren, sind überwiegend sehr idealistisch unterwegs. Und ich würde sagen, das New Healing Festival zeichnet sich dadurch aus, dass wir extrem viele kompetente Spezialthemen haben. Und wenn diese Themen eben zusammen präsentiert werden, dann ist es ja auch ein Feld. Leute sprechen von einem Bewusstseinsfeld. Und die Kinder, die dann sich in diesem Feld bewegen, die beispielhaft viele Dinge sehen, die sie in der Kita, in der Stadt, im Alltag nicht so erleben, weil da gar nicht der Raum für sowas da ist, weil es gibt es auch gar nicht. Insofern ist es hier eigentlich ist es ein Labor. Ein Labor, und das Leute anregt, Menschen anregt. Und ich habe das oft auch schon gehört und erlebt, dass Besucher die Anregungen dann bei sich zu Hause umsetzen. Und im Übrigen in der Festivalkulturlandschaft ist es so, was wir vor 11 oder 15 Jahren begonnen haben, dass das also jetzt viel mehr Healing Festival gibt als früher. Und das ist ja gut und richtig so. Und das zeigt ja, dass wir einen Weg gegangen sind, der auch für andere ein gehbarer Weg ist. Ich glaube, das hat einfach etwas mit dem Selbstverständnis des Menschlichen an sich zu tun. So also was ist denn ein Mensch? Und auf jeden Fall ist Mensch eben nicht nur ein Bruttosozialproduktfaktor und du bist in eine Rolle hineingeboren, hast so einen Ablauf, der dich irgendwie verwaltet, sondern es ist ja viel mehr. Und in einer fortschrittlichen Kultur würde ich sagen, die zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen selbstbewusst Entscheidungen für ihr Leben treffen, Entscheidungen, die aus ihrem Herzen herauskommen, oder dieses Streben nach Glück. Und warum streben Menschen? Es muss ja irgendetwas in den Menschen sein, warum sie sagen, das mag ich nicht. Und dass Menschen ihre Wünsche oder ihre Vision umsetzen können, ausleben können und nicht irgendwo einstrukturiert, krank, depressiv, so fern von ihrem eigentlichen Leben. Es ist was Menschliches, nach Menschlichkeit zu streben. Die Healing ist ein Beispiel dafür, dass es auch möglich ist. Ich meine, es war nur eine Woche, aber wie gesagt, die Menschen, die gehen, leben diese Themen ja weiter. Und wenn sie hierher kommen und bringen ihre Netzwerke mit, verknüpfen die mit anderen Netzwerken, dann kommen die Frauennetzwerke und die Männernetzwerke und dann verbünden sie sich und das sind da ganz spannende Bewegungen. Und für Menschen, die das eben erleben, ist es eine andere Lebensqualität. Ich meine, was kannst du sonst machen? Du gehst ins Fußballstadion, ist auch was Euphorisches, Archaisches. Aber es ist alles, dann kannst du vielleicht mal Konzerte kannst du gehen. Was machen Konzerte? Da hast du für einen Moment so einen Energieraum. Aber wenn du jetzt hier gehst, wir haben ja auch die ganze Lebenswelt der Partys, also das Feiern. Es gibt immer Leute, die sagen, wir haben das so Healing, Heilung, das ist ein problematisches Wort und ich sehe es mehr als eine Metapher, als dass es etwas ganz Spezielles meint. Also Healing, Heilung ist für jeden Menschen etwas Individuelles. Und ich würde es eher als einen Prozess sehen, als etwas, das in Wandlung ist. Und Wandlung zuzulassen, dann kann durchaus das passieren, was man meint, wenn man das Wort Heilung sagt. Und für diesen Wandlungsprozess gehören eben viele Dinge dazu. Und die Tanzveranstaltung am Wochenende gehört auch dazu, dass man da mal so die Energie oder die Dynamik nochmal richtig übertreibt. Ja, die Zukunft des New Healing Festivals ist eigentlich eine ganz
klare Sache, eine ganz klare Ansage. Hier, nächsten 6 Jahre sind hier, quasi steht das Gelände zur Verfügung. Insofern ist für das New Healing Festival ist die eigene Zukunft, dass dieses Konzept, diese Woche in ihren ganzen Abläufen mal noch runder, noch effektiver, noch mehr Raum für Kreativität ist und vor allen Dingen, dass dieses Modell New Healing Festival wird auch weiterhin von noch mehr Menschen, ich sag mal, nachgemacht oder kopiert oder umgesetzt. Ja, also das ist und beziehungsweise regt andere Veranstaltungen an, verschiedene Dinge hinzuzunehmen. Also das New Healing Festival wird auch in Zukunft vorbildlich, beispielhaft sein und für die Menschen, die sich für ganzheitliche Festivalkultur interessieren, für die ist das New Healing Festival, der Besuch des New Healing Festivals eine anregende, inspirierende Erfahrung, wo sie das eine oder andere anschauen können.